Bock auf Prellbock? Ist doch nett. So geht's offenbar vielen Modellbahnern. Bei Büschengräsern und sonst irgendwas wird sich größte Mühe gegeben, aber die Prellböcke bleiben da völlig außen vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir tut das in der Seele weh. Ich sehe eine perfekt gestaltete Modellbahn und dann steht da am Ende von einem Abstellgleis plötzlich ein Prellbock, der eigentlich eher auf eine Spielbahn gehört, denn auf eine Modellbahn. Deshalb gibt's in diesem Video ein paar Anregungen, wie man es anders machen kann. So, und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Das war's. Viel Spaß beim Film und glaubt nicht alles, was ich sage. Oder denkt zumindest drüber nach. In Teil 4 der Vorbildbetrachtung wurde das Thema Prellböcke ja schon angesprochen. Diesmal geht es aber nicht um die Vorbilder, sondern um die Umsetzung auf der Modellbahn. Wie mache ich aus einem Großserien-Prellbock ein interessantes Modell für die Modellbahn? Wenn man das Aussehen eines typischen Modellbahn-Prellbocks mit der Wirklichkeit vergleicht, kann man sich nur fragen, habt ihr was geraucht? Egal was ihr nehmt, nehmt weniger davon. Natürlich wird bei großen Modellbahnherstellern nicht gekifft. Deshalb werden sie sich wohl irgendwas dabei gedacht haben, einen Prellbock so zu gestalten, wie er jetzt aussieht. Und deshalb gucken wir uns jetzt mal an, warum ein Prellbock, der in Natura so aussieht, im Modell so aussieht. Lange habe ich gerätselt, was das eigentlich soll. Die weiße Warnfarbe ist mir ja noch einigermaßen klar, aber was soll die rote Bauchbinde um die Pufferbohle herum? Irgendwann kam mir der Gedanke, dass da zwei Komponenten zusammengespielt haben. Einerseits die kindliche Beobachtungsgabe und andererseits der ökonomische Druck zur Kostensenkung. Führt man beide Faktoren zusammen, wird klar, die rote Banderole soll eine SH2-Schutzhalttafel darstellen. Die SH2-Tafel und die Puffer verdeutlichen, dies ist ein Prellbock für Gleise, auf dem Zugfahrten enden. Es ist zumindest schon mal klar, was beispielsweise dieser Märklin-Prellbock darstellen soll. Aber ich brauche das Zeug eigentlich gar nicht. Meine Anlagenentwürfe drehen sich normalerweise nicht um große Kopfbahnhöfe, sondern eher um kleine Industrieanschlüsse. Was also tun mit dem halben Dutzend Märklin-Prellböcke, die ich in meiner Jugend gekauft hatte? Naja, was bleibt schon übrig? Modifizieren halt. Der im Hintergrund zu sehende scharf gestellte Prellbock basiert auf dem im Vordergrund stehenden, etwas unscharfen Märklin-Prellbock. Unscharf ist er für mich übrigens sowohl optisch als auch modellbautechnisch. Aber das ist eine andere Geschichte. In Anlehnung an die MTV-Serie Pimp My Ride habe ich dieses Video Pimp My Spielbahn Prellbock genannt. Und darum kümmern wir uns jetzt. Um aus dem Märklin Prellbock das zu machen, was oben rechts im Bild eingeblendet ist, bedarf es einiger kleiner Schritte. Zuerst mal muss die Pufferbohle ab. Todesverächter und Selbstverstümmler nehmen dazu ein extra scharfes, geschärftes Teppichmesser. Wer vernünftig ist oder zwei linke Hände hat und alles Daumen, der sollte besser eine Laubsäge nehmen. Rein theoretisch müsste so ein Prellbock zwar zusammengesteckt oder zusammengeschraubt sein, aber ich habe noch keinen einzigen meiner Prellböcke jemals auseinanderbekommen, zumindest nicht ohne Schneidwerkzeuge. Bei einer hier zu sehenden relativ späten Variante des modifizierten Prellbocks besteht die Pufferbohle aus einem der Länge nach durchgeschnittenen Streichholz. Bei den frühen Varianten hatte ich die Streichhölzer einfach auf die passende Länge geschnitten, gebeizt und dann aufgeklebt. Irgendwann kam ich auf die Idee, dass die volle Dicke des Streichholzes vielleicht doch ein bisschen sehr massiv wirkt. Also habe ich die Streichhölzer der Länge nach aufgesägt, also halbiert von der Dicke her. Das ist aber vielleicht doch ein bisschen sehr dünn. Ich denke, 3/4 der Dicke des Streichholzes sind eigentlich genau passend. Andererseits, wirklich jede Alternative ist besser als die originale Märklin-Pufferbohle. Ach so, ja, fast hätte ich es vergessen vor lauter Pufferbohle. Das Gestell muss ja auch noch irgendwie umgefärbt werden. Das Gestell bzw. vielleicht passender, das Stahlgerüst, wird einfach in Grau angestrichen. Wer einen relativ neuen Prellbock darstellen möchte, der ist jetzt soweit weitgehend fertig. Wer einen etwas älteren Prellbock darstellen möchte, nimmt etwas braune Farbe, verdünnt die stark und macht daraus eine Lasur, mit der er den Prellbock überzieht. Und wer einen Prellbock im Letztbesitzerzustand haben möchte, der nimmt die braune Farbe, verdünnt die relativ wenig und macht trotzdem eine Lasur daraus. Dann entsteht ein Prellbock, der den Eindruck macht, schon eine mittelschwere Hummel würde seine Stabilität gefährden. Man kann also relativ leicht den Zustand erzeugen, den man braucht. So, das war's wieder mal. Den nächsten Film gibt's am Donnerstag, vielleicht auch am Montag.
wobei montags der Termin für Filme in HD oder SD-Auflösung ist. Wenn ihr keinen neuen Film verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Klickt nach dem Abo aufs Glöckchen, wenn ihr für jeden neuen Film eine E-Mail-Benachrichtigung wollt. Damit meine ich übrigens nur wirklich neue Filme und nicht alte Filme in neuer Auflösung. Ansonsten wäre jetzt die Gelegenheit, sich die Playlist zu diesem Film anzugucken. Oder zumindest einen Teil daraus. Das war ein Film von Thorstens MOBA Planungsdienst.